Unser Weg führt uns heute an die Ostsee. Wir sind in Lübeck und in Wismar. Hier suchen wir nach Orten, die vor genau 100 Jahren Drehorte eines bekannten Stummfilms waren. Nosferatu, Symphonie des Grauens. Heute gilt der Film als Klassiker. Nosferatu, das ist der erste Vampirfilm der Filmgeschichte. Nosferatu, Symphonie des Grauens, ist einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein Film, in dem das Grauen durch den Filmstil entsteht. Nosferatu, das Wort ist rumänisch und heißt Untoter. Das ist Graf Orlok, ein Vampir, die Hauptperson des Films. Lange dürre Finger und die Ohren einer Fledermaus. In der Filmgeschichte ist er so etwas wie der Urahn der Zombies. Nosferatu, ein Stummfilmklassiker. Seit langem schon will ich die Drehorte von Nosferatu besuchen. Heute ist es soweit. Interessant sind die Väter des Nosferatu-Films. Da wäre einmal Friedrich Wilhelm Murnau, der Regisseur. Heute gilt Murnau als einer der bedeutendsten deutschen Filmregisseure der Stummfilmära. Murnau ging später nach Hollywood und gewann 1929 3 Oscars. 1931 starb er in den USA bei einem Autounfall. Albin Grau, der Produzent, ein Werbegrafiker, Filmarchitekt und Filmautor aus Berlin. Er war Okkultist, das heißt, er beschäftigte sich mit Esoterik, mit dem Paranormalen und mit Mystik. Und Albin Grau, der stand in Verbindung mit dem englischen Okkultisten Aleister Crowley. Das war ein sogenannter Hexenmeister. Über Crowley drehte Albin Grau 1925 einen Dokumentarfilm. Albin Grau, der gründete 1921 eine Filmfirma, Prana. Die Prana, die sollte eine Filmreihe über das Okkulte drehen. Für Nosferatu übernahm Albin Grau die künstlerische Leitung. Er entwarf Dekorationen, Kostüme und Werbegrafiken. Das Drehbuch schrieb Henrik Galeen. Der hatte zuvor beim Film Der Student von Prag mitgewirkt und das Drehbuch des ersten deutschen Horrorfilms Der Golem, wie er in die Welt kam, geschrieben. Auch Galeen hatte mit den Okkultisten zu tun. Kameramann war Fritz Arno Wagner. Das war einer der damals bekanntesten deutschen Kameramänner. Später drehte er bekannte deutsche Kinofilme wie Ferien auf dem Immenhof und Hochzeit auf Immenhof. Der Hauptdarsteller, Max Schreck. Kann der Hauptdarsteller eines Horrorfilms einen passenden Namen haben? Schreck? Max Schreck spielte später in über 40 Filmen mit, meist Stummfilme. Als Produzent Albin Grau Galeen mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragte, hatte er als Filmvorlage das Buch Dracula von Bram Stoker im Auge. Tja, und Galeen, der kupferte kräftig bei Bram Stoker ab. Zwar schrieb man im Vorspann des Films dann nach Motiven von Bram Stokers Roman Dracula, doch das nutzte nichts. Als der Film 1922 in die Kinos kam, da bekam die Prana Film eine Urheberrechtsklage, und zwar von Florence Balcombe. Das war die Witwe von Stoker. Die Prana Film verlor den Prozess und die Richter wollten, dass alle Negative und Kopien von Nosferatu vernichtet werden sollten. Ja, das klappte aber nicht, denn es gab zu viele Kopien. Sie überlebten in zerstückelten Fassungen oft Jahrzehnte. Somit gibt es heute etliche Nosferatu-Fassungen. Im Wesentlichen wurde Nosferatu an 2 Drehorten gedreht, in Lübeck und in Wismar. Es wurden auch kurze Szenen in einem Wald bei Berlin, auf Sylt und in der Tschechoslowakei gedreht. Die Burg des Vampirs, die liegt dann in der westlichen Tatra. In der Eröffnungsszene von Nosferatu stellt Murnau den Ort der Handlung vor, die Stadt Wisborg. Die Stadt ist eine Erfindung. In Wirklichkeit ist in der ersten Szene der Marktplatz der Stadt Wismar zu sehen. Wismar wird somit Wisborg. Man erkennt den Marktplatz an der Wasserkunst. Das ist ein Wasserverteilsystem aus dem Mittelalter. Na, das sind jetzt Aufnahmen von der Wasserkunst und vom Marktplatz. Murnaus Kameramann Fritz Arno Wagner drehte die Szene vom Turm der Marienkirche aus. Das ist der Turm der Marienkirche und das ist der Marktplatz heute.
In der Szene, da sieht man einen kleineren Kirchturm im Vordergrund. Den gibt es heute nicht mehr. Denn das Schiff der Marienkirche, das wurde 1960 vom DDR-Regime gesprengt. Nur der große Turm blieb stehen. Den brauchten die Schiffe zur Navigation. Der Turm der Marienkirche, der steht bis heute. Die Grundmauern des Kirchenschiffs, das man ja abgerissen hatte, die wurden dann knapp 1 Meter hoch wieder aufgebaut, um zu zeigen, welche Ausmaße die Marienkirche damals hatte. Im Film bekommt der Maklergehilfe Thomas Hutter den Auftrag, einem Grafen Orlok aus den Karpaten ein halbverfallenes Haus in Wisborg zu verkaufen. Das halbverfallene Haus, das Mona uns im Film zeigt, das steht in Wirklichkeit in Lübeck. Und es steht heute noch da. Und es sieht noch genau aus wie vor 100 Jahren, als es Drehort war. Es ist der Salzspeicher in Lübeck. Der steht gleich neben dem Holstentor an der Obertrave. Der Salzspeicher, das sind ehemalige Lagerhäuser. Die wurden so im 16. und im 18. Jahrhundert gebaut. Früher wurde da Salz für den Handel gelagert, aber auch Tuch, Korn und Holz. Heute ist dort ein Textilunternehmen drin. Thomas Hutter selbst wohnt in Wisborg in diesem Haus. Der Drehort, der ist ebenfalls in Lübeck. Und zwar am Ägidienhof. Ich habe in dem Haus mal ein paar Merkmale markiert. Daran sieht man, dass es sich in 100 Jahren hier kaum verändert hat. Allerdings dieser Vorbau oder diese kleine Hütte vor dem Eingang, die existiert heute nicht mehr. Ja, und dieser Drehort, der liegt direkt gegenüber der Ägidienkirche. Thomas Hutter trifft in einer Szene einen Mann in Wisborg, dem er von seiner Reise erzählt. Monau drehte diese Szene im sogenannten Füchtingshof und der liegt ebenfalls in Lübeck. Der Füchtingshof ist ein mit kleinen Häusern bebauter Innenhof. Von solchen hübschen bebauten Innenhöfen gibt es in Lübeck eine ganze Menge, nämlich 90 Stück. Der Füchtingshof liegt übrigens gleich neben dem heutigen Günter-Grass-Haus. Für mich ist das einer der schönsten Höfe hier in Lübeck. Ihr seht dieses Torgebäude im Hintergrund, das rot eingekreist ist. Es sieht aus wie vor 100 Jahren. Für mich ist das hier einer der schönsten Höfe in Lübeck. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl für mich, hier zu stehen, wo vor genau 100 Jahren Monau stand. Hier, wo Kameramann Wagner die Kamera aufbaute. Puh. So sieht der Eingang zum Füchtingshof von der Straße aus. Man hat einen Gang durch das Wohnhaus vorne durchgebaut und dahinter liegt der bebaute Innenhof, der Füchtingshof. Als Thomas Hutter von Wisborg aus Richtung Karpaten aufbricht, geschieht dies von diesem Hof aus. Der Drehort, der liegt in Wismar. Es ist der Innenhof der Heiliggeistkirche. Hier habe ich mal ein paar Stellen markiert, an denen man den Ort wiedererkennt. Das hier ist der Brunnen vor 100 Jahren und jetzt. Diesen Vorbau hier habe ich noch markiert. Um den aber heute zu fotografieren, muss ich ein bisschen die Position wechseln. Da steht nämlich heute ein Baum vor.
vor 100 Jahren, als Murnau hier den Nosferatu gedreht hat, da war der Innenhof noch ziemlich frei von Bewuchs, es gab kaum Bäume und Büsche. Das sieht heute etwas anders aus. Das Gebäude steht übrigens da, wo Hutter im Film hinreitet. Im Film, da sieht man hinten rechts ein Tor, einen Eingang. Das ist der Eingang heute. Das ist der Eingang von der anderen Seite. Heute dient dieser Eingang als Drehort für die Serie Soko Wismar. Das ist nämlich der Eingang zum Polizeirevier. Graf Orlok reist mit einem Schiff nach Wisborg. Er reist übrigens in einem Sarg. Als das Schiff in den Hafen von Wisborg einläuft, zeigt Murnau den Hafen von Wismar. Das Schiff des Vampirs, das heißt übrigens Empusa. In Wirklichkeit war das ein Schoner und er hatte den Namen Jürgen. Hier erkennt man die Marienkirche, damals eben noch mit Kirchenschiff, war ja 1921. Und das ist das Stadtpanorama von Wismar heute. Man sieht rechts den Turm der Marienkirche, das Kirchenschiff, das fehlt ja. In mehreren Szenen wird gezeigt, wie der Vampir seinen Sarg vom Hafen zu seinem neuen Haus trägt. Die erste Szene, die wurde am Stadttor im Hafen von Wismar gedreht. Das ist das Wassertor. Bei den Filmaufnahmen sieht man deutlich, dass die Empusa auf der anderen Seite des Stadttors liegt. Heute wäre das so nicht mehr möglich, denn 1921 reichte das Hafenbecken tatsächlich bis an das Stadttor ran. Heute sieht der Hafen an dieser Stelle etwas anders aus. Und so sieht das Wassertor aus einer Seitenstraße aus. Weiter geht Graf Orloks Weg durch Wisborg. Er kommt am Westportal der Georgskirche von Wismar vorbei. So sah das früher aus und so heute. Dann geht Graf Orlok an Hutters Haus vorbei. Natürlich ist der Drehort wieder der Hof der Heiliggeistkirche. Dann kommt der Vampir an seinem neuen Haus an. Es ist natürlich in Lübeck gedreht, es ist der Speicher. Mit einem Kahn fährt er über den Trapekanal. Es sind Orloks Ratten, die die Pest nach Wisborg bringen. Jede Menge Menschen sterben. Eindrucksvoll der Zug der Sargträger in einer Straße. Drehort dieser Szene war in Lübeck. Das ist die Straße Deppenau. Heute habe ich ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Orte, die vor genau 100 Jahren Drehort eines für mich bedeutenden Films waren, haben wir gesehen. Viele der Drehorte wirken bis heute unverändert. Murnau, Alvin Grau und Max Schreck haben sie auch so gesehen. Nosferatu, Symphonie des Grauens. Ihr findet übrigens auch Fassungen hier auf YouTube. Schaut euch den Film mal an, wenn ihr ihn nicht kennt. Es lohnt sich. In diesem Sinn, tschüss.